Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich muss etwas schmunzeln, denn ich hatte soeben eine Debatte mit meinem Banditen Vito, weil ich ihm klargemacht habe, dass ich ihn jetzt nach Hause bringe. Ich hole mir mein Skript und begebe mich dann hierher und werde das Video drehen. Er hat das natürlich Wort für Wort verstanden, protestierte etwas dagegen und gab mir zu verstehen, er wartet derweil hier, ich soll mein Skript holen und soll dann wiederkommen. Ja. Na, ich mache dem klar, dass das so nicht geht, aus verschiedensten Gründen, habe ihn dann unter Protest nach Hause gebracht. Ja. Es erstaunt und erfreut mich immer wieder zu erkennen, wie gut unsere Hunde uns verstehen, wenn wir mit ihnen sprechen. Es gibt hier etwas andere Ansichten, auch unter Wissenschaftlern, aber alle da draußen, die schon jahrelang Hunde besitzen, die spüren, dass Hunde auch sehr komplexe Sätze, von ihnen gesprochen, exakt verstehen können. Ja, ist so. Also zumindest macht es jedes Mal zu 100% den Eindruck auf mich. Ja. Und das erstaunt und erfreut mich immer wieder. Nun zum heutigen Video. Jeder Hund hat seinen Flair, seinen Charme. Das Wölfische eines deutschen Schäferhundes oder das schneidig-elegante des Dobermanns. Hier könnten wir sehr lange damit fortfahren. Ja. Auch die Molosser haben ganz eigene Ausstrahlungen, voller Pracht erscheinend machen die schon was her, oder? Ja. Zumeist ist es die Substanz, welche ihre Aufmerksamkeit weckt, wenn sie vor einem klassischen Molosser stehen. Ja. Hunde mit großen, breiten Köpfen, mächtiger Brust und tiefen Stimmen sind das häufig, die es ganz genau verstehen zu beeindrucken. Der Mastiff und der Bullmastiff, das sind zwei fantastische Vertreter dieser Hundekategorie, welche noch dazu sehr nah miteinander verwandt sind. Ist der Bullmastiff nur der kleinere Mastiff und ist der Mastiff nur der größere Bullmastiff oder gibt es da noch mehr dazu zu sagen? Genau das sehen wir uns mal etwas näher an. Also, bis gleich. Nun, der Old English Mastiff ist ohne Zweifel einer der berühmtesten Molosser der ganzen Welt und zählt zu den größten und schwersten Hunden unseres Planeten. Es ist nicht möglich, exakt zu bestimmen, wie die Vorfahren dieses Hundes auf die britischen Inseln gekommen sind. Man geht heute davon aus, dass phönizische Kaufleute Molosser mit auf die britischen Inseln nahmen, wo die Kelten ihren eigenen Hund daraus formten. Den direkten Vorfahren des heutigen Mastiffs. Diese Hunde dienten als Kriegshunde, Wach- und Schutzhunde, Jagdhunde, aber auch als Hüte- und Treibhunde. Die kamen ja in verschiedenen Anatomien vor. War keine einheitlich aussehende Hunderasse oder kein einheitlich aussehender Hundetyp. Hunderassen in diesem Sinn gab es ja damals noch nicht. Damals sprach man noch von Hundetypen. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre der Mastiff beinahe ausgestorben gewesen und die Welt wäre um eine fantastische Hunderasse ärmer gewesen. Doch, es gab vereinzelt noch Exemplare des Urmastiffs. Ja, und mit Hilfe von Bernhardinern, man munkelt auch Neufundländern, belebte man diesen Top-Molosser wieder neu. Zum Glück, denn ich wiederhole mich, sonst wäre die Welt heute um eine fantastische Molosserrasse ärmer. Für mich stellt der Mastiff schon immer den Bentley unter den Molosserrassen dar. Ich weiß nicht, wieso das so ist, ja, aber es gibt so viele Capazunder in dieser Hundekategorie. Cane Corso, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, wie sie alle heißen. Doch jedes Mal, wenn ich einen Mastiff getroffen habe, und das war ausnahmslos immer auf Ausstellungen, dann kam mir dieser Hund wie der Bentley unter den Molossern vor. Ich empfand das halt immer so. Ist so, ja. Kurz,
der Bullmastiff angekratzt und der wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Damals gab es viel Probleme mit Wilderern auf den Ländereien der Adeligen. Dagegen wurde vorgegangen, die Herrschaften hielten sich Wildhüter und die zogen zur Unterstützung ihrer Arbeit große, starke, scharfe Hunde heran. Das waren zumeist Hunde des Typs Irish Wolfhound. Schnelle Hunde ausgestattet mit Jagdtrieb und mit der notwendigen körperlichen Substanz, um Folgendes zu tun, nämlich den bösen Wilderer, der versuchte, seiner Familie etwas zum Essen mitzubringen, aufzuspüren, einzuholen, ja, und dingfest zu machen. Doch, da gab es ein Problem. Es gab damals auf die Wilderei die Todesstrafe und die sollte öffentlich wirksam vollstreckt werden. Also da wurden die Leute erhängt. Das ging allerdings nur dann, wenn man einen Wilderer lebend zu fassen bekam. Diese Hunde der Wildhüter, diese Hunde des Typs Wolfhound, töteten aber zumeist diese Wilderer, welche dann wiederum nicht öffentlich wirksam hingerichtet werden konnten. Das ist eine grausame Geschichte, ja. Man sah sich also um einen anderen Hundetyp und begann herum zu experimentieren. Und irgendwann mal verpaarte man Bulldoggen mit Mastiffs und kam drauf, dass sich diese Hunde besser für diese Art Arbeit eigneten. Ja, denn man züchtete später auch noch etwas Bloodhound-Blut ein, um die Nase zu verbessern. Jetzt hatte man einen sehr starken, schnellen Hund mit gutem Geruchssinn, der aber nicht so sehr dazu neigte, die Wilderer, wenn er sie erwischte, zu töten, wie es die Hunde vor ihm taten, sondern der Hund eignete sich hervorragend dafür, in eine Richtung trainiert zu werden, um die Wilderer, wenn er sie ertappt hat, nur unter Anführungszeichen zu packen und festzuhalten, aber nicht zu töten. Ja. Dieser Hund übernahm dann die Aufgabe der Typen des Irish Wolfhounds, also der vor ihm zum Zug kommenden Hunde, und wurde später genannt The Gamekeeper's Night Dog, also der Nachthund des Wildhüters. Ja. Kurz erklärt, die Geschichte des Bullmastiffs. Aufgrund der veränderter Gesetzeslage verlor dann der Gamekeeper's Night Dog seinen Job. Also es wurden keine Wilderer mehr gejagt, von Hunden nicht mehr gejagt und dann erhängt. Das lief dann anders ab. Und der Bullmastiff wurde eine Zeit lang in Großbritannien als Polizeihund eingesetzt. Zählt heute zu den eher sportlich einsetzbaren Molossern, also einer der sportlicheren Molosser-Typen. Eine Hunderasse, mit der ich recht viel in meinem Leben zu tun hatte, weit mehr als mit dem Mastiff. Ein fantastischer Hund, der zu meinen Favoriten zählt. Auf jeden Fall. Ja, das war kurz angekratzt, ganz kurz angekratzte Geschichte bei der Hunderassen. Und jetzt vergleichen wir sie mal anatomisch miteinander. Wir beginnen gleich mit der Größe. Ja, beim Mastiff schreibt der FCI keine Höchstgrenze der Schulterhöhe vor. Ja, der FCI fordert hier nur ein richtiges Verhältnis von Schulterhöhe zu Gewicht. Der American Kennel Club, der AKC, ebenfalls ein sehr großer Hundeverband, der sagt beim Mastiff-Rüden eine Schulterhöhe von mindestens 76 cm voraus oder fordert eine Mindestschulterhöhe von mindestens 76 cm. Beim Mastiff-Rüden und bei Hündinnen eine Schulterhöhe von mindestens 70 cm. Ja? Das ist ein bisschen so eine Geschichte. Ja? Beim Bullmastiff sieht es anders aus. Hier gibt es eine erwartete Schulterhöhe, auch vom FCI. Denn hier spielt sich die Schulterhöhe bei Rüden zwischen 64 und 69 cm ab und bei Hündinnen zwischen 61 und 66 cm. Ich sage Ihnen was. Größentechnisch ist ein enormer Unterschied zwischen Mastiff und Bullmastiff. Der Mastiff ist immer der höhere Hund. Ja. Sie können bei Mastiff-Rüden mindestens mit 75 cm Schulterhöhe rechnen und bei Mastiff-Hündinnen im seltensten Fall unter 70 cm Schulterhöhe.
während der Bullmastiff sich maximal auf 70 cm Schulterhöhe zubewegt. Ja? Also größentechnisch ein großer Unterschied. Der Mastiff normalerweise klar erkennbar, weit größer als der Bullmastiff. Auch beim Gewicht sieht es da etwas unterschiedlich aus, möchte ich mal sagen. Beim Mastiff können Sie mit einem Gewicht rechnen, bei Rüden von, sagen wir mal, mindestens 70 Kilo. Ja. Es mag leichtere Rüden auch geben, dazu etwas später. Ja. Und bei Hündinnen sollten Sie schon mit mindestens 60 Kilo Gewicht rechnen. Der Mastiff zählt zu den größten und schwersten Hunden der ganzen Welt. Ja. Also ist das hier nicht so überraschend, ja, wenn man mit derartigem Gewicht aufwartet. Der Bullmastiff bewegt sich bei Rüden zwischen 50 und 60 Kilo laut Rassestandard und Hündinnen werfen zwischen 40 und 50 Kilo laut Rassestandard auf die Waage. In der Praxis sieht es natürlich auch oft anders aus. Wobei ich sage, dass diese 50 bis 60 Kilo beim Bullmastiff schon ziemlich nah zur Praxis hinkommen. Ich könnte mich nicht erinnern, jemals einen schwereren Bullmastiff gesehen zu haben, ja, vielleicht mit 65 Kilo, das kann schon sein. Doch ich glaube nicht schon jemals einen 70 Kilo schweren Bullmastiff gesehen zu haben. Es kommt schnell mal jemand daher und behauptet, sein Bullmastiff hätte 80 Kilo. Ja. Wir wissen, wie das ist mit dem Anglerlatein. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ja, stellen Sie ihn nochmal auf die Waage. Also ein 80 Kilo schwerer Bullmastiff ist mir garantiert noch nie über den Weg gelaufen. Ja. Vielleicht mal ein 65 oder knapp 70 Kilo schwerer, ja, mag schon sein. Aber diese 50 bis 60 Kilo laut Rassestandard, die kommen der Praxis schon recht nahe, möchte ich sagen. Das ist nicht immer so. Ja. Ich sage nur Rottweiler, ja, wo man auch bei Rüden vom Rassestandard bis maximal 50 Kilo spricht und in der Praxis habe ich schon unzählige Rotes gesehen, die mindestens 10 Kilo schwerer waren. Auch bei Hündinnen, bei Bullmastiff 40 bis 50 Kilo. 40 Kilo kommt mir etwas wenig vor, aber das mit der, ich sag mal 45, 50 Kilo, das ist schon eine ziemlich praxisnahe Angabe, möchte ich sagen. Fellbeschaffenheit, beide dieselbe. Mastiff und Bullmastiff sind beides kurzhaarige Hunde mit sehr wenig Unterwolle. Nicht unbedingt gemacht für härteste Winter, möchte ich mal sagen. Bei den Farben, auch da sieht es ähnlich aus, wobei es den Mastiff zumeist in Sandfarben in verschiedenen Tönen gibt, die bis grau gehen. Ja. Es gibt ihn aber auch in schönen gestromt. Den Bullmastiff gibt es in Gelb, in Rot und ebenfalls in gestromt. Also sie haben ähnliche Farben vorzuweisen. Beide Hunde sollten im Normalfall eine schwarze Maske vorweisen. Die Gesamterscheinung ist eine ähnliche, allerdings müssen wir hier den Größen- und Gewichtsunterschied außen vor lassen. Klare Sache. Doch, sie sehen sich ähnlich. Ja, der Bullmastiff ist keine 1:1 Ausgabe des Mastiffs, nur in kleiner, mit Sicherheit nicht. Er hat einen anders aufgebauten Kopf, einen etwas kürzeren Fang. Ja. Doch im ersten Moment erkennt man die Verwandtschaft. Klare Sache. Ähnliche Farben, ähnlicher körperlicher Aufbau. Der Bullmastiff ist quadratischer gebaut, gedrungener, kompakter gebaut. Der Mastiff wirkt etwas länger, etwas wuchtiger, etwas globiger. Ja, trotzdem, man sieht, sie sind miteinander verwandt, aber beide sind klar erkennbar pure, 100%ige Molosser, die vor Kraft strotzen. Ja, klare Sache. Ein Charakter. Beide sind typische Molosser mit hoher Reitschwelle. Ja, also Hunde, die im Erwachsenenalter, wenn sie schon fertig sind, geistig reif sind, bei diesen beiden Hunden ganz Molosser-typisch eine Sache, eine Frage der Zeit. Sowohl Mastiff wie auch Bullmastiff brauchen im Vergleich zu anderen leichteren Hunden oder Hunden anderer Hundekategorie länger, bis sie geistig erwachsen sind, auch körperlich. Das sind zwei Hunde, die einer Kategorie angehören, die sich sowohl körperlich wie auch geistig sehr langsam auswächst. Also wenn Sie einen Bullmastiff vor sich stehen haben, der im Alter von 2,5 Jahren geistig noch etwas pubertierendes Verhalten zeigt, überrascht mich das nicht. Also bei beiden Hunderassen würde mich das nicht überraschen, wenn die mit 3 Jahren noch nicht zu 100% erwachsen in der Birne sind. Ja. Körperlich sieht es ähnlich aus. Brauchen lange, bis sie sich auswachsen, bis alles fest ist,
bis alle Gelenksfugen geschlossen sind. Ja. Charakter. Der Bullmastiff ist mit Sicherheit der etwas agilere Hund. Zumeist. Im Normalfall. Er ist etwas schneller. Körperlich schneller, auch geistig etwas schneller. Beides sind fantastische Wachhunde. Das sind klassische Wachhunde. Beide sind ruhig, mit hoher Reitschwelle. Dennoch, wenn ich hier von Temperament sprechen könnte, dann hätte der Bullmastiff mit Sicherheit das etwas mehr ausgeprägtere Temperament als der Mastiff. Der Bullmastiff ist der agilere Hund. Er ist mit allem etwas schneller, geistig ein klein wenig schneller, körperlich ein klein wenig schneller. Es sind beides hochintelligente Hunde. Beide besitzen natürlich ein gewisses Maß an Will to Please, aber beide sind keine typischen Gebrauchshunde. Für das sind diese Hunde nicht gemacht. Ja. Ein Top-Wächter, gute Beschützer. Ich spreche bei beiden Hunden nicht vom perfekten Schutz und ganz sicher nicht, weil ihnen meiner Meinung nach das sind zwei Hunde, die, wenn sie davon überzeugt sind, sie beschützen zu müssen, nur schwer wieder davon abzubringen sind. Das gelingt ihnen mit anderen Hunden besser. Speziell mit allen neuen Gebrauchshunderassen. Sie wissen genau, was ich meine. Ich habe über das Thema schon oft gesprochen. Schauen Sie, wenn mal ein Mastiff oder ein Bullmastiff rot sieht, weil er der Meinung ist, seine Familie ist in Gefahr und er hat diese jetzt zu beschützen, dann bremsen Sie diesen Hund mit Sicherheit schwieriger wieder ab als einen typischen deutschen Schäferhund, einen Dobermann, einen Riesenschnauzer, einen Rottweiler, einen Erdil-Terrier, einen deutschen Boxer, einen Mali etc. Das ist nun mal, das ist die Natur dieser Hunde. Es mag Ausnahmen geben, es mag den einen oder anderen Mastiff oder Bullmastiff geben, der in solch einem Fall besser abzurufen oder zu bremsen ist wie der fantastischste deutsche Schäferhund. Möglich, ja. Aber allgemein gesehen ist es sicher nicht so. Ja. Deswegen spreche ich, es sind gute Schutzhunde. Schauen Sie, wenn Sie mit diesen Hunden irgendwo in einer Gegend leben, ja, wo Ihr nächster Nachbar 500 Kilometer entfernt ist, ja, und es weiß ich nicht, zu solch einem Fall kommt, wo es nicht so wichtig ist, dass ich den Hund aus gewisser Phase wieder rausholen muss, dann sind beide höchstwahrscheinlich die perfekten Schutzhunde. Ja. Thema Familienhund. Beide sind fantastische Familienhunde, ja. Wie alle Molosser. Hohe Reitschwelle spricht sehr für einen Familienhund, ein Hund, der sich nicht schnell aus der Ruhe bringen lässt. Ja, es sind Wächter und sie werden auch anschlagen, aber es sind keine Hunde, die wegen der kleinsten Kleinigkeit nervös aufspringen und zu bellen beginnen. Mit Sicherheit nicht. Diese beiden Hunde werden dann anschlagen, wenn es notwendig ist. Und wenn sie das dann tun, sind sie nicht zum Überhören. Für den Hundesport geeignet, eventuell der Bullmastiff. Für den Abrichtesport sind beide nicht gemacht. Ich arbeitete schon mit einem Bullmastiff und hatte schon die Ehre, mal bei einer Staatsmeisterschaft, wo ich als Figurant eingeladen war, also als Gastfigurant anwesend war, einen Bullmastiff am Arm zu genießen. Ich werde mich bis am Ende meines Lebens an die Power seines Griffs erinnern. Ja, also fühlte sich mein Unterarm an, als wäre er eingespannt gewesen in einem Schraubstock. Enorm kräftiger Griff dieses Bullmastiffs, der auch sehr voll gegriffen hat, also bis ganz hinten zum Kiefer hatte der meinen Namen im Maul. Einen Mastiff figurierte ich noch nie, einen Old English Mastiff. Doch wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn dann eventuell der Bullmastiff. Der Mastiff, der Old English Mastiff, zu viel Substanz, zu schwer, zu groß für den Abrichtesport. Ich sage ja nur Gerätetraining, also ja, hier sollte man den Hund vor Verletzungen schützen. Und wenn Sie da mit einem 80, 90 Kilo schweren Old English Mastiff Hochsprung, Weitsprung, Kletterwand, Leiter trainieren, ja, ist das fahrlässig. Ja. Also hätte ich es auf den Gebrauchshundesport abgesehen, wären diese beiden Hunde nicht meine erste Wahl. Aber trainieren können Sie selbstverständlich mit beiden. Gegen Grundkommandos spricht hier überhaupt nichts, auch nicht mit dem großen Mastiff. Wenn es um Spaziergänge geht, beide Hunde zählen zu einer Hundekategorie oder zu Hundetypen, wo sie sehr lange warten sollten, um mit den Hunden lange Spaziergänge zu absolvieren. Das habe ich in dem Video gebracht, wie geht man mit einem Molosser richtig um. Es hat damit zu tun,
mit dem Bewegungsapparat, der sehr lange braucht, bis alles fest ist, bis alle Gelenksfugen zu sind, bis alles gefestigt ist. Ja. Wenn Sie da schon zu früh mit dem Hund lange Spaziergänge absolvieren, beschädigen Sie ihn dauerhaft. Für in Zukunft dann den Bewegungsapparat. Ihr Hund wird vor Schmerzen nicht mehr aufstehen können, im Alter von 2, 3, 4 Jahren. Das habe ich leider schon gesehen bei Molossern im Besitz von Leuten, die es zu gut meinten und mit den Hunden schon im Alter von 4, 5, 6 Monaten 2 Stunden am Stück unterwegs waren und das regelmäßig. Ja. Aufpassen. Bitte passen Sie damit auf. Sind die Hunde mal erwachsen? Sind die ausgewachsen? Weisen Sie mal ein Alter von 2, 2,5 Jahren vor. Ja, dann können Sie schon marschieren mit denen. Allerdings möchte ich dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass der Mastiff, ja, speziell dann, wenn er schwererer Linie angehört, nicht unbedingt der am schnellsten zu begeisternde Wanderer ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Allein schon seiner Substanz zu verdanken. Also der wird sich sicher nicht freuen, wenn Sie viel bergauf, bergab und das Ganze über 1,5, 2 Stunden mit ihm absolvieren. Mit Sicherheit nicht. Da ist eher der Bullmastiff mit Ihnen dabei. Trotzdem, der Mastiff ist ein großer Hund mit relativ langen Läufen, auch wenn er schwer wird. Der kann schon mit Ihnen marschieren. Aber wie gesagt, es ist eher ein Hund, der sich nicht fürs Hiken eignet. Da käme eventuell schon eine leichtere Linie des Bullmastiffs dafür in Frage. Also, für Menschen, die es auf extrem sportliche Aktivitäten abgesehen haben, nicht unbedingt die geeignetsten Hunde, aber wenn dann eher auf den Bullmastiff schielen. Nochmal, charakterlich, der Bullmastiff mit Sicherheit der etwas agilere Hund als der Mastiff. Körperlich etwas schneller, geistig etwas schneller. Beides fantastische Wachhunde, beides gute Schutzhunde. Es kommt darauf an, wo sie leben. Wenn ich irgendwo in der Pampa lebe, wo ich keine Nachbarn habe, sind das höchstwahrscheinlich perfekte Schutzhunde, denn da geht es dann nur mehr darum, dass der Hund, weiß ich nicht, in Verbindung mit mir, also zusammen, ja, der gut aus der Sache rauskommt. Ja. Auf rausholen, auf runterbremsen denken wir dann, wenn die Sache überstanden ist. Ja. Geeignet für Kinder? Ja. So gut Hunde für Kinder geeignet sein können. Als Klettergerüst eignet sich überhaupt kein Hund. Sage ich deswegen jetzt in diesem Video wieder, weil ich nicht erst ein E-Mail bekommen habe, wo mir Zuseher geschrieben haben, wie tolerant ihre Hunde sind gegenüber den Kindern, wenn die Kinder auf ihnen herumkrabbeln. Ja. Aufpassen. Würde ich meinen Kindern nicht erlauben, habe ich auch meiner Tochter nicht erlaubt, und meiner Enkeltochter würde ich es auch nicht erlauben. Kann zu viel schief gehen. Der Hund ist dafür nicht gemacht. Der Hund kann ein toller Kinderkumpel sein, die tollsten Kinderkumpel, die man sich vorstellen kann überhaupt, aber man sollte immer sein Gehirn einschalten, immer mitdenken, ja, wie weit das Kind gehen darf. Ja. Es ist schon klar, dass Kinder bis zu gewissem Alter nicht wirklich verstehen, was sie da machen, aber das sind Sie als Elternteil gefragt. Ja. Ist so. Ja. Aber soweit man von Kinderhunden sprechen kann, Bullmastiff und Mastiff eignen sich sehr gut dafür, weil hohe Reitschwelle, ganz Molosser-typisch, und zählen mit Sicherheit mit dem Bullterrier zu den geeignetsten Kinderhunden, möchte ich mal sagen. Jo, meine persönliche Erfahrung mit diesen Hunden, die sieht mit dem Bullmastiff sehr gut aus, mit Mastiffs weniger gut. Mastiffs sind mir privat außerhalb von Ausstellungsgeländen noch nie über den Weg gelaufen. Ja, ist noch nicht mit vielen Hunden geschehen. Mit einigen natürlich schon, aber die meisten habe ich auch schon privat außerhalb von Ausstellungsgeländen kennengelernt. Mastiffs noch nie, aber ich sah sie zuhauf auf Ausstellungen, und dort führte ich mal den schwersten Hund, den ich in meinem Leben je geführt habe, an der Leine spazieren. Die Geschichte kennen einige von Ihnen. Ich habe da mit einer Dame zu sprechen begonnen, die einen wahrlichen Mutanten an der Leine hatte, dort einen Old English Mastiff Rüden, der über 100 Kilo schwer war. Nageln Sie mich jetzt nicht fest, ich weiß nicht, hatte er 103 Kilo oder 107 Kilo, ich weiß es nicht mehr, aber er war über 100 Kilo schwer. Mutant. Ein Bulle, ein Ochse. Ein Wasserbüffel in Gelb. Nach 20 Minuten hatte sie derartig viel Vertrauen in meine Person entwickelt, die Dame, dass sie mir die Leine gab und mich fragte, ob ich
auf den Hund aufpassen kann, sie müsse schnell aufs WC. Ich tat das. Sie ging aufs WC und ich marschierte mit diesem Rüden immer 10 Meter auf und 10 Meter ab, ja, während sich vor mir die Reihen lichteten, als ich mit diesem Wasserbüffel spazieren ging. Ja. Ein Wahnsinnskoloss mit einem unbeschreiblich Riesenkopf. Ja. Mir persönlich wäre das viel zu viel Hund gewesen. Also der war weit entfernt von sportlich, von agil, der war einfach nur beeindruckend, ein Monster. Aber ruhig, extrem ruhig, zu meinem Glück. Den hätte der dort am Rad gedreht, der wäre mit mir abgefahren bis am Mond. Den Hund, den hätte ich, mein Lebertag, nie im Leben, ich hätte chancenlos wäre ich gewesen, wenn der wohin gewollt hätte, ja, vielleicht zu seiner Besitzerin. Ja. Ich hätte den nicht halten können, aber er war brav. Ja. Die Mastiffs, die ich auf den Ausstellungen gesehen habe, waren zu 90% alles Hunde, die mir persönlich alle zu schwer gewesen wären. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Link geschickt bekommen von einem meiner Zuseher, der hat mich auf ein YouTube-Video geleitet. Dieser Link, ich bekomme viele Links von Ihnen geschickt. Es ist mir nicht immer möglich, die zu öffnen. Ja. Oft fehlt mir die Zeit dazu, ja. Aber den habe ich geöffnet und da sah ich den schönsten Mastiff, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich habe weder in Natura einen schöneren gesehen auf Ausstellungen und auch noch sonst in keinen Videos nicht. Der war im Besitz einer jungen Dame, ich glaube das war eine Engländerin. Das war ein Rüde mit etwa 80 cm Schulterhöhe. Mehr als 70 Kilo war der nicht schwer. Ich glaube eher sogar weniger. Sehr schlank, trotzdem substanzvoll. Das war der perfekte Mastiff. Und bei diesem Video dachte ich mir, ja, also das wäre der Mastiff, den ich mir wünschen würde, würde ich einen Mastiff erwerben. Da mir generell dieser Hund, so wie man sie auf den Ausstellungen oft antrifft, zu viel Substanz vorweist. Also aktuell wäre er nichts für mich. Zu groß, zu schwer. Also dort sehen Sie häufig Hunde mit 90 cm Schulterhöhe, 90 Kilo Gewicht. Dafür wäre ich jetzt noch nicht bereit. Beim Bullmastiff sieht es anders aus. Ja. Bullmastiffs hatte ich recht viel Begegnungen. Natürlich auf Ausstellungen, wo ich sie als Besucher gesehen habe. Ich habe sie aber selbst auch schon als Richter auf Ausstellungen gerichtet. Ein paar schöne Hunde waren da dabei. Ich durfte einen Bullmastiff bei einem Turnier, das war eine Staatsmeisterschaft, als Gastfigurant figurieren. Also ich hetzte einen Bullmastiff, das war das einzige Mal, dass ich einen Bullmastiff am Arm hatte. Der Hund war ein fantastischer Schutzhund, ließ auch auf Kommando sofort aus. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei klassischen Molossern, die sich gern mal dazu überreden lassen, ja, auszulassen, ähnlich wie Bullterrier bei der Schutzarbeit. Ja, der fiel beim ersten Kommando gleich runter vom Arm. Super. Ich hatte ein einschneidendes Erlebnis mit meinem American Pitbull Terrier und einem Bullmastiff. Da war ein gebrochener Vorderlauf nachher das Ergebnis. Der hat uns überfallen auf einer Wiese. Die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Die meisten von Ihnen kennen die. Das war fürchterlich, werde ich nie vergessen. Wahnsinn. Und einer meiner Freunde in Wien besaß ein Bullmastiff Brüderpaar, der Franz. Auch diese Geschichte kennen viele Leute von Ihnen. Der hatte vorher einen kaukasischen Ovtcharka, der schon von Junghundealter an sehr ernst und seriös unterwegs war. Und nachdem dieser Hund gestorben war, er war 12, 13 Jahre alt, der Remus, hat er sich ein Bullmastiff Brüderpaar zugelegt, das ich ebenfalls gut kannte. Und immer wenn wir uns trafen, unterhielten wir uns natürlich über die Hunde. Die enttäuschten ihn lange Zeit. Und wie gesagt, viele von Ihnen kennen die Geschichte. Die waren lange Zeit schüchtern, umweltscheu, ängstlich, fluchtbereit. Ich habe ihm immer gesagt, Franz, gib ihnen Zeit, die sind jung. Na, aber sie sind schon 1,5 Jahre alt. Das ist kein Alter. Lass ihnen Zeit, gib ihnen noch ein Jahr Zeit, 10 Monate Zeit, die kommen schon. Dann zog ich von Wien weg. Sah ihn dann monatelang später wieder. Und ja, da waren sie schon 2,5 Jahre alt und als ich ihn wieder getroffen habe, war er dann begeistert. Die haben sich toll entwickelt. 2 selbstbewusste Rüden sind das, die mit
ausgestreckter Brust durchs Leben marschieren, ja, ausgeglichen, ihrer Kraft bewusst. Und, ja, selbst da war es recht früh. Also ich habe schon gesagt, es hätte mich nicht gewundert, hätten sie noch ein halbes Jahr gebraucht, um erwachsen zu werden im Kopf. Bullmastiffs sind wahnsinnig schöne Hunde, zählen zu meinen Favoriten unter den Molossern, weil sie sehr sportlich sind. Also wären eher eine Option für mich als der Mastiff. Ja, ich möchte den Herrn in der Natur hier ganz kurz unterbrechen, um etwas Spotlight auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Hunde zu legen. Und hier beginnen wir gleich mal mit den Gemeinsamkeiten. Das sind zwei sehr nah miteinander verwandte Molosser. Beide stellen einen ähnlichen Hundetyp dar, ganz klar. Beide sind kurzhaarige Hunde, verfügen über ähnliche Farben, sind beide ausgestattet mit Riesenköpfen, Hängeohren und mächtigen Fang, ganz typisch. Sehr stark knochige Hunde. Echte Molosser-Fans werden sich von Mastiff und Bullmastiff gleichzeitig angezogen fühlen, möchte ich sagen. Das sind die Gemeinsamkeiten der Anatomie, welche diese beiden Hunderassen vorzuweisen haben. Beim Charakter, auch hier gibt es viele Gemeinsamkeiten, die beide zeigen. Beide erleben eine lange charakterliche Reifezeit. Ganz typisch für klassische Molosser, brauchen lange, bis sie geistig erwachsen sind im Erwachsenenalter im Normalfall sehr ruhige, ausgeglichene, selbstbewusste Hunde, die sich ihrer Kraft bewusst sind, welche nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Sind beide Hunderassen exzellente Wächter und gute Beschützer. Das sind zwei Aufgaben, für welche sie immer schon herhalten mussten. Außerdem stellen beide Hunderassen fantastische Familienhunde dar. Das waren einige der Gemeinsamkeiten von Bullmastiff und Mastiff. Sehen wir kurz mal bei den Unterschieden rein und die sind teilweise markant. Beginnen wir mit der Größe. Der Mastiff ist der weit größere Hund. Rüden mit 90 cm Schulterhöhe sind keine Seltenheit. Beim Old English Mastiff, der ja zu den größten Hunden der Welt zählt, während der Bullmastiff sich maximal auf 70 cm Schulterhöhe zubewegt, ebenfalls ein großer Hund ist, aber bei weitem nicht die Größe eines Mastiffs erreicht. Beim Gewicht ist es ähnlich. Laufen da draußen Mastiffs mit an die 100 Kilo herum, werden sie auf der ganzen Welt keinen Bullmastiff mit derartigem Gewicht finden, außer er ist derartig dick, dass man ihn schon rollen kann. Nein, im Schnitt bewegen wir uns hier bei etwa 30 Kilo Gewichtsunterschied. Circa Pi mal Daumen. Also großer Größen- und Gewichtsunterschied bei beiden Hunderassen. Der Kopfaufbau ist ein anderer. Der Bullmastiff hat den runderen Kopf mit kürzerem Fang. Hier schlägt sehr stark der Bulldog durch. Auch der Mastiff hat einen mächtigen Kopf. Größer im Normalfall als der Kopf des Bullmastiffs, doch wirkt er nicht so zusammengepresst. Sie wissen, was ich meine. Zumeist ist der Mastiff mit etwas längerem Fang ausgestattet. Das sind die Unterschiede in der Anatomie. Auch beim Charakter unterscheiden sie sich ein wenig. Der Mastiff ist im Normalfall etwas ruhiger. Der Bullmastiff mit mehr Temperament ausgestattet. Temperamentsbündel sind beide nicht. Doch wenn man von Temperament sprechen kann, dann zeigt dieses eher der Bullmastiff als der Mastiff. Der Mastiff ist vielleicht etwas dickköpfiger als der Bullmastiff. Ich würde sagen, dass der Bullmastiff mit ein klein wenig mehr Will to Please ausgestattet ist als der Mastiff. Etwas lenkbarer ist. Mit dem Bullmastiff werden Sie vielleicht etwas schneller bei den Grundkommandos vorankommen. Sie wissen genau, was ich meine. Der Mastiff ist hier typischer Molosser. Sie kennen dieses Sprichwort, wenn man einem Molosser ein Kommando gibt, nimmt er das zur Kenntnis und kommt zu gegebener Zeit darauf zurück. Gilt nicht für alle Individuen, klare Sache. Aber der Mastiff schlägt schon eher in diese Kerbe hinein, als es der Bullmastiff tut. Wenn es um die Bewegungsfreude geht, möchte ich sagen, dass der Old English Mastiff hier eher den Geher darstellt, während der Bullmastiff ein sehr engagierter Trapper ist. Er ist bei weitem der sportlichere Hund. Der Mastiff eignet sich eher für den gemütlichen Alltag. Es werden auch hier
sehr sportliche Individuen da draußen herumlaufen als Vertreter dieser Rasse. Doch im Normalfall ist der Old English Mastiff der etwas langsamere Hund. Der ist eher gemütlich angehen lässt, während der Bullmastiff auch gegenüber intensiven sportlichen Aktivitäten nicht abgeneigt ist. Wenn es ein etwas leichterer Bullmastiff ist, also ein sehr substanzvoller, sehr schwerer Vertreter dieser Rasse, wird hier auch Probleme zeigen oder eventuell etwas weniger Lust und Laune an den Tag legen, wenn es um intensivere Bewegungsarten geht. Ja. Aber generell ist der Bullmastiff mit Sicherheit der etwas sportlichere, etwas bewegungsfreudigere Hund als der Mastiff. Ich würde auch sagen, dass der Bullmastiff gesundheitlich robuster ist, wenn es um Probleme mit dem Bewegungsapparat geht, als es der Mastiff ist. Und schauen Sie, es ist nun mal so, das kann man nicht wegleugnen, sehr, sehr schwere Hunderassen, der Mastiff zählt zu den schwersten Hunderassen der Welt, zeigen früher oder später zu 90% alle Probleme mit dem Bewegungsapparat, seien es die Ellbogen, die Hüften, die Wirbelsäule. Das ist nun mal so. Jeder, der sagt, das stimmt nicht, lügt sich selbst an. Hier hat der Bullmastiff den Vorteil, dass er bei weitem nicht so viel Substanz zeigt wie der Mastiff. Obwohl der Bullmastiff kleiner ist und wirft er trotz seiner geringeren Größe im Vergleich zum Mastiff noch immer sehr viel Gewicht auf die Waage. Bullmastiff ist ein sehr substanzvoller Hund. Trotzdem ist seine Anatomie diesbezüglich, wie soll ich sagen, vorteilhafter aufgebaut als diejenige des Mastiffs. Ich wäre eher besorgt beim Mastiff, später irgendwann mal Probleme mit dem Bewegungsapparat zu erleben mit meinem Hund, als ich es beim Bullmastiff wäre. Wobei zu den gesundheitlich robustesten Hunden diesbezüglich zählen beide nicht. Ja, das kurz mal zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser beiden Hunde, damit das Ganze in dem Video nicht untergeht. Ja, nun übergebe ich die Bühne wieder an mein zweites Ich. Also. Meine Meinung zu diesen beiden Hunden, zwei fantastische Molosser, die miteinander zu vergleichen sind, weil sie miteinander verwandt sind. Aufgepasst, ich muss Ihnen da was sagen. Der Mastiff hat viel von seinem Ursprungsblut verloren, als man Bernhardiner und Neufundländer Blut in ihn reingezüchtet hat, um diese Rasse wieder zu beleben. Jo, man kann davon ausgehen, dass die Mastiff-Typen vorm heutigen Old English Mastiff, dem heutigen Old English Mastiff, den Sie auf Ausstellungen antreffen, sehr, sehr ähnlich waren. Ja, also dafür haben die Züchter schon gesorgt. Doch ich sage Ihnen was. Der Bullmastiff wurde zu einer Zeit entwickelt, als es diese alten Mastiff-Typen noch gab. Damals verpaarte man die alten Bulldogs mit diesem alten Mastiff-Typ. Die heutigen Bullmastiffs haben teilweise mehr echtes Mastiff-Blut inne als die Old English Mastiff selbst, der sehr stark beeinflusst ist vom Bernhardiner Blut, das man dazu benutzte, um diese Rasse wiederzubeleben, während der Bullmastiff mit diesen alten englischen Mastiffs und mit Bulldoggen noch verpaart wurde und dazwischen sich dann keine andere Hunderasse mehr hineingeschummelt hat. Verstehen Sie, was ich meine? Interessante These, das wollte ich nur angesprochen haben. Ja, meine Meinung nochmal zu diesen beiden Hunden, zwei fantastische Molosser, zählen sicher zu den tollsten Molosserrassen auf der ganzen Welt, aber jeder Molosser ist für mich einer der tollsten Molosserrassen auf der ganzen Welt. Für welchen würde ich mich entscheiden? Ja, das ist nicht schwer. Ich würde mit dem Bullmastiff nehmen, weil er sich für meinen Lebensstil einfach mehr eignet. Er ist schneller. Ich wäre für einen Old English Mastiff aktuell zu schnell. Der Old English Mastiff wäre aktuell für mich zu langsam. Wäre ich schon älter, hätte ich ein Grundstück, hätte ich es nicht mehr vor, so durch die Wälder zu zischen und ja, den ganzen Blödsinn, was ich jetzt aktuell mit Vito mache. Kann es leicht sein, dass ich mir einen Mastiff nehmen würde. Allerdings möchte ich auch noch sagen, dass ich beim Mastiff, beim Old English Mastiff immer mehr Respekt davor hätte, einen später gesundheitlich angeschlagenen Hund zu erwerben, als es beim Bullmastiff der Fall wäre. Auch der Bullmastiff
zählt nicht zu den gesundheitlich robustesten Hunden der Welt. Der Bullmastiff zählt sicher zu den robustesten Molossern, ja, aber mit Sicherheit nicht zu den robustesten Hunderassen der Welt. Ja, also da dürfen wir gar nicht im Lager der klassischen Molosser herumfischen. Ausnahmen, Dogo Argentino, Presa Canario, 2, 3 andere Molosserrassen noch, die gesundheitlich sehr robuste Hunde darstellen. Doch selbst beim Cane Corso wird schon knapp. Mastino Napoletano sowieso, Old English Mastiff, Bordeaux Doge, auch Fila Brasileiro, das sind alles Hunde, die nicht unbedingt zu den gesundheitlich robustesten Hunden zählen. Und trotzdem, beim Vergleich Bullmastiff und Mastiff, hätte ich mehr Bedenken beim Erwerb eines Mastiffs, dass er mir hier vielleicht gesundheitliche Probleme bereitet, später mal. Eher als der Bullmastiff. Ich würde also beim Erwerb eines Mastiffs ganz besonderes Augenmerk auf die Linie legen. Nicht zu substanzvolle Hunde erwerben, also wo der Vater auf die 100 Kilo zumarschierte und die Mutter auf die 85, 90 Kilo zumarschierte. Also schauen Sie, das ist alles eine Sache, die früher oder später garantiert mal derartig auf den Bewegungsapparat Einfluss nimmt, ja, dass der Hund in fortgeschrittenem Alter dann Probleme zeigen wird, ganz sicher. Also in 9 von 10 Fällen ist das so. Das kann man vermeiden, indem man sich Hunde holt, die nicht ganz so viel Substanz an den Tag legen. Ist so, ja, es ist so. Das kann man nicht wegleugnen. Auch wenn mich jetzt vielleicht Leute würgen wollen, die derartig substanzvolle Linien züchten, weil sie auf den Ausstellungen so viel Erfolg damit einfahren. Ja, ich weiß, ich weiß, wie es ist. Ja. Ist so. Ja. Also, ich würde mir den Bullmastiff nehmen, weil er zu meinem Lebensstil besser passen würde. Allerdings würde mir auch der Mastiff gut gefallen, doch wäre ich aktuell noch etwas zu schnell für den Mastiff und er für mich noch etwas zu langsam. Ja, aber tolle Hunde sind beide. Ja, liebe Zuseher, so viel zu diesen beiden Kapazundern. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.